Das ist mit Abstand, mit dem größten Abstand, den ihr euch nur vorstellen könnt, das schlechteste, das motivationsloseste, das schlimmste Jahr für mich im Motorsport. Mit Abstand. Die Frage ist, ob du bereit bist, Kevin. Ich bin immer bereit. Du bist immer bereit? Ja. Okay. Dann schönen guten Morgen vom Nürburgring. Der Kevin ist bereit. Es ist traumhaftes Wetter. Es hat mal nicht geregnet die Nacht. Und ja, die Nacht war doch ein bisschen kürzer, glaube ich. Die Jungs haben so bis Mitternacht noch machen müssen ungefähr. So, ich glaube um 12 haben sie hier zugemacht. Wie gesagt, wir haben alle 4 Dämpfer getauscht und das Auto natürlich noch eingemessen, alles nochmal 100-fach kontrolliert. Ja, so gut es uns möglich ist, haben wir versucht, alles zu checken. Es war auch weiterhin auch nichts irgendwie auffällig. Es geht jetzt in 8.20 Uhr wie immer los. Und diesmal der Plan, Heiko fährt auch direkt um 8.20 Uhr raus, fährt direkt auf die Nordschleife, nimmt also Schwung direkt von der Nordschleife, so dass er ab 8.30 Uhr, ab 8.30 Uhr wird es ja gewertet, um 8.30 Uhr mit vollem Schwung über die Linie fährt. Ich kann es nochmal ansprechen, warum. Wenn du halt Glück hast und dadurch, wenn du hier rausfährst und erst die Grand Prix-Runde fährst und dann Anlauf über die Grand Prix-Runde nimmst, verlierst du halt ein bisschen Schwung, weil du musst ja fast ganz abbremsen und fährst dann erst auf die Start und Ziel. Und wenn du über die Nordschleife schon kommst, hast du halt den komplett vollen Schwung. Ne? Das sind schon so, ich sag mal 2 Sekunden vielleicht, 2,5 Sekunden können das sein. Und ja, Heiko wird rausgehen und wir werden heute mal das Ziel verfolgen, einfach draußen zu bleiben, sprich also die ganze Zeit immer draußen zu bleiben. Ihr habt mitgekriegt, wir haben jetzt so oft Pech gehabt wegen Doppelgelb und. Der Heiko wird direkt für 3 Runden Sprit mitkriegen. Dann wird Fahrerwechsel gemacht, dann werde ich noch mal 2 oder 3 Runden rausgehen und dann kann es sogar so noch mal sein, dass der Heiko noch mal rausgeht. Also extrem viel, weil wir jetzt gesagt haben, du, wir probieren das jetzt, weil das ist so viel Glück, was du haben musst, um hier gut vorne zu stehen. Also nein, nicht Glück, du musst natürlich auch performen, aber wenn wir natürlich keine freie Strecke dafür haben, dann ist es natürlich immer noch schlechter. Und dass wir auf jeden Fall das Maximale aus unseren Möglichkeiten, kann ich immer nur betonen, rausholen. So, und ja, der Plan fürs Rennen ist eigentlich auch schon klar. Und bei uns ist das auch immer so ein bisschen, wir sind halt ein Team. Und das Startfahren macht halt Spaß, auch wenn ich jetzt letztes Mal in den Start gefahren bin und auch keinen Spaß hatte, weil wir keine Leistung hatten und so. Und ich habe gesagt, komm Heiko, du kannst noch mal den Start fahren zum Ende des Jahres. Wir werden so fahren, dass der Heiko einen kurzen Stint erst fährt und dann einen normalen Stint. Und dann werde ich zum Schluss 2 lange Stints fahren. Dann bleibe ich auch im Auto sitzen. Also wir werden nur einmal Fahrerwechsel machen. Und der Heiko fährt die ersten 5 und einen 8-Runden-Stint, so der Plan. Und ich werde dann 8 und 7 Runden fahren. Bin mal gespannt, was heute so noch passiert. Ich hoffe, dass das alles nur noch positiver Natur ist. Und die Jungs gehen heute Abend nämlich ins Stadel. Da ist ja große VLN-Party. Ich traue mich nicht mit dem Alkohol und dem ganzen lauten Musik. Nee, aber ich werde nicht dabei sein mit den Jungs. Wäre schon schön, wenn sie ein bisschen was zu feiern hätten und nicht so wieder da hängen und deprimiert sind und sich die Flasche Wodka einfach so in den Hals kippen müssen. Ja. Bin mal gespannt, wie viele Fans oder wie viele Supporter noch kommen. Also wie gesagt, das Auto kann der Herr Kevin euch jetzt gleich mal zeigen. Ist ja echt schon gut voll. Was haben wir gestern gesagt? Einfach mal Spaß haben. Wertschätzen. Ja, das machen wir. Trotz, wie gesagt, gestern war ja auch wieder so ein suboptimaler Tag. Oder Kevin? Das ist schon. Du kriegst es ja dieses Jahr jetzt schon das erste Mal so wirklich mit, ne? Wenn du überlegst, wie viele Stunden die Jungs sich zwischen den Rennen den Arsch aufreißen, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir bereiten das Auto vor, wir machen, wir tun. Das Auto wird immer fast teilzerlegt, wieder zusammengebaut, alles gecheckt, dann fällt da nichts auf und dann fährst du und dann passieren solche Sachen. Ne? Das ist Brutalowski, sag ich mal. Naja, ich wünsche uns Glück.
Dämpfer wieder zurückbauen müssen, dann fahren wir aus der Boxengasse raus. Also 1, 9, 5, 0, richtig? Ja. 6. Wir haben es jetzt auf 6 gestellt, haben wir es jetzt nochmal Stand? Auf 5, 1 mm. Aber da kommt der Fehler halt nicht her, da müssen wir halt weiter gucken jetzt gerade. Ja, es wird ein bisschen hektisch gewesen. Qualifying. Ja, ich werde langsam müde, immer diese gleichen Sachen zu sagen. Ich bin echt ehrlich, bin es leid, aber wir haben irgendein Problem mal wieder am Auto. Wir haben jetzt wieder einen Dämpfer getauscht, was wir eigentlich heute Nacht umgebaut haben, und eigentlich das gleiche sein soll. Es ist auch nur irgendwie so Ausschlagkriterium, ob das Aussuchverfahren so. Wir wissen gerade nicht weiter, ganz ehrlich nicht. Das Auto fühlt sich auf der Hinterachse, ist unfahrbar teilweise. Gestern war das Auge ausgeschlagen. Wir haben alles kontrolliert, die Jungs sind ja nicht doof. Wir haben alles zerlegt gestern. Da war nichts, es ist nichts. Das ist nur ein Auto. Ich weiß nicht, was wir da gerade für eine Raumfahrtlandung da machen. Ich weiß es nicht. Das ist, als wäre das was, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt wieder das alte Dämpferset eingebaut. Haben nochmal alles, ich habe mir ins Auto, wir haben nochmal Spur kontrolliert, das steht alles. Es ist kein Messfehler, Spurweite stimmt, das stimmt alles. Und irgendwas ist dann nicht fahrbar, ich weiß nicht, wir sind gerade, keine Ahnung, aber wir wollten gut gelaunt bleiben, ne? Ja, keine Ahnung, was da los ist bei diesem Auto. Wir haben nochmal alles doppelt und dreifach korrigiert. Wir haben einfach ausgetauscht jetzt, aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Weil es ist kein Fehler am Auto. Wir haben jetzt schon viele Sachen diese Saison gelernt. Oder man hat ja auch, die Jungs haben ja auch alle Erfahrung. Der Dennis hat so ein Ding 2 Jahre vorher in der Blancpain eingesetzt. Wir sind hier genau aufs Millimeter genau alles. Ich weiß es nicht. Und du ja auch nicht. Ich habe dich jetzt zweimal gefragt, woran es liegt. Nee, du hast gesagt, keine Ahnung. Nee, ist ja Angeln. Boah, ey. Aber die Fans sind ja Hammer hier, oder? Das ist krass. Das ist krass. Das ist einfach nur. Deswegen, ich habe gesagt, egal wie das Auto fährt, ne, wir fahren. Ja. Und wenn es dafür ist, dass wir fahren. Ja. Okay, Heiko wird den Start fahren, wie gesagt. Und dann hoffe ich, dass ich auch noch mal ins Auto gehe. Wodka Brause ist manchmal auch eine Lösung. Ey.
Ja, von der Startposition stehen wir ja gar nicht so schlecht. Nein, es war auch die 8,15 unter den Bedingungen, war jetzt auch nicht so verkehrt. Ne? Vor allem noch mit 2 Rädern auf der Wiese, hat er 4 Sekunden Ja. verloren bestimmt. Die ersten 3 Sektoren waren auch nicht, also du hast halt im 4. Sektor so viel Zeit geholt. Weißt du, aber das ist das, wo ich halt für mich, weißt du, das Auto muss fahren, weißt du. Und wenn ich dann weiß, es lag jetzt nur an der Code 60-Zone, dass es nichts war, ist das ja auch nicht schlimm, aber so wie heute, mich nervt es, wenn das Auto, wenn wir was umbauen und es fährt nicht so, wie es vorher gefahren ist. Das, Ja. Da muss irgendwo ein Bug drin sein, den wir irgendwie finden müssen. Oh, das lässt sich immer noch den Spiegel einstellen. Ja, mach ich ja. Hoch. Okay, 1 Minute noch. Viel Spaß. Wir hoffen mal, dass jetzt besser ist, was? Machst du den Danny, sag ich gleich noch so. Alles klar. Gleich die 4 Stunden, die finalen 4 Stunden der VLM der Langstreckenmeisterschaft an. Ganz vorne das Mercedes AMG Team Black Falcon kommt auf Start und Ziel. Das Führungsfahrzeug ist eingebogen und hier wird frühzeitig Gas gegeben. Dann bin ich mal gespannt, wie man hier in diese erste Ecke einbiegt. Hauptreste Lulu Müller. Ja, ohne große Probleme, ohne angekündigt zu werden. Das Gras, 2 Meter im Gras gewesen, ganz weit rechts innen, hat aber gepunktet. bleibt draußen. Da kommt dann die Verfolgergruppe, angeführt von Heiko Hammel, Dieter Schmidtmann in der Startnummer 20. Heiko Hammel ist es, der hier aktuell auf der 5. Position liegend versucht, diese Position zu verteidigen. Von hinten ist da auch noch 4. Position für ihn. Daniel Kalbitz rangefahren in der Zackspeed Viper. Und der geht aber vorbei jetzt. Kalbitz jetzt damit auf 4 vorgefahren. Klasse Ergebnis für die Viper. Zackspeed damit stehen wir mehr als zufrieden mit dieser Position. Und das ist ja für mich das Schöne, dass sowohl die Viper als auch der Lambo auf den Plätzen 4 und 5 fahren. Einfach die Exoten, die Einzelkämpfer mit ihren Marken und halt nicht einer von 5 AMG oder von 4 Audi, die halt da ganz, ganz vorne mit dabei sind.
Copy, Box, Box, diese Runde Box. Hört sich so an, als würde die Fähre mit runterfließenden Fähren immer hoch und entgegenschlagen. Ja, ich finde das gut. Wird auch immer schlimmer. Das ist fast jetzt so schlimm, ich weiß noch, wo den Abend. Ich glaube, mit allem Ehren, aber ich noch zu Ende fahren, ich darauf oder nicht. Also unmöglich da zum Pushen. Du dürft das Ding komplett weg. So schwierig zu fahren. Das ist also gereicht, dass wir dann nicht so verkaufen. Das heißt, das macht das Okay, Copy. Wir haben verstanden, du bist Oettinger Höhe, das gefährlich ist. Wir haben nicht verstanden. Bitte gib uns klare, kurze Anweisung, was du tust. Und du weiterfährst, anhältst, hier geht's nicht. Test vorbei. Copy. Uhr, das Rennen ist für uns vorbei. Was soll ich sagen? Wir finden den Fehler nicht. Es war von vornherein klar, dass wir ein Problem hatten. Habt ihr heute Vormittag mitbekommen. Dieser Fehler hat sich wieder so zugespitzt, umso mehr Rennrunden wir auf der Nordschleife gefahren sind, dass das immer schlimmer wurde. Wir haben starke Vibrationen im Auto. Das Auto ist unberechenbar. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil ich habe das in 11 Jahren Motorsport noch nie erlebt. Das noch nie erlebt. Und der Heiko auch nicht. Wir hatten in der Startaufstellung, dann kam auch der, wird bestimmt ein Begriff sein, der Wolfgang Land, weil wir hatten schon kein gutes Gefühl. Wir haben zwar noch Sachen gegengetauscht, aber eigentlich, weiß ich nicht, hätten wir wahrscheinlich schon sagen sollen, wir bleiben stehen. Das war mit Ansage. Heiko sagte dann, als er ausstieg, sagte Danny, bitte, 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 sei vorsichtig, das Auto ist unfahrbar. Bin dann rein, es war unfahrbar, aber händelbar. Wir waren zwar nicht schnell, weil du hast halt an Stellen, wo du normalerweise smooth durchfährst, hast du ein Übersteuern, auf einmal ein Untersteuern. Alter, das ist wie Roulette. Und, aber händelbar. Irgendwo, wo ich sage, okay, fahrerisch richtig anstrengend, macht technisch, also macht performancemäßig für das Projekt gar keinen Sinn, aber weißt du, das kotzt einen ja so an und sagst, komm jetzt beiß und fahr. Aber dieses Problem wurde immer schlimmer ab meiner zweiten, dritten Runde.
habe ich wieder gedacht, mein Vorderwagen fliegt ab. Wir haben mit Wolfgang Land, wie gesagt, gesprochen gehabt vorher und er hat gesagt, habt ihr das, habt ihr das, habt ihr das? Und hat dann sich auch, und der Wolfgang weiß, der hat die 24-Stunden-Rennen gewonnen, der kennt die Plattform, weil er die R8 fährt, der ist Werksteam. Und wie gesagt, er hilft uns ja auch immer, als wir jetzt die 2 Unfälle haben. Und er sagt, Danny, keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich diesen Fehler hier nicht hätte, weil er wüsste auch nicht, was er machen soll. Wir haben bestimmt 15 Punkte durchgesprochen, er hat ein paar Sachen auch mit drüber geguckt, aber es ist alles da, wo es sein soll. Wir haben es nochmal vermessen, ihr habt ja alles gesehen. Ja, das ist krass, das ist... Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt nach, glaube 4 Runden oder 5 Runden, 6 Runden in meinem Stint, habe ich abgestellt. Ich habe mir gesagt, das ist es nicht wert, weil du verlierst das Auto, ohne dass du es... Du kannst es nicht mehr berechnen, das Auto ist unberechenbar und es wurde halt von Meter zu Meter schlechter und unfahrbarer und es ist so dramatisch, finde ich. Und ich muss leider sagen, dieses Jahr ist das mein persönlich auch, ich mache das jetzt seit 11 Jahren hier, als Fahrer und als Teamchef, das ist mit Abstand, mit dem größten Abstand, den ihr euch nur vorstellen könnt, das schlechteste, das motivationsloseste, das schlimmste Jahr für mich im Motorsport. Mit Abstand. Wo ich so auch teilweise so hilflos stehst du da, du machst und tust. Ich weiß, dass die Jungs sich stundenlang den Arsch aufreißen und auch auf einem Level arbeiten, dass es verdient, eigentlich auch Anerkennung zu haben. Und wir auch sehr viel, also die Jungs sind gut, aber ich weiß nicht, was wir für einen Bug haben. Es wird irgendwas mit der Karosse sein, das muss feststehen. Irgendwas muss da nach dem Unfall passiert sein, den ich hatte, VLN 7. Wo das Auto zwar vom Wolfgang, der Vorderwagen, gerichtet worden ist, ja, aber der Heckwagen nicht, weil der Gutachter, Wolfgang und wir haben gesagt, da ist nichts dran. Vielleicht haben wir alle falsch entschieden und haben dadurch irgendwo einen Millimeterversatz, einen halben Millimeter, und ich glaube, das ist genau das, was dann irgendwo bei Downforce, was auch immer, ich will gar nicht, ich weiß es nämlich nicht, aber das ist so eine Vermutung, weil so ist das Auto einfach unfahrbar. Grand Prix-Strecke kann man es noch so ein bisschen wettmachen, ne? Aber Nordschleife, ich habe gesagt, nee. Ich habe im Funkelrein, wie gesagt, ich komme nicht rein, das ist so peinlich hier, ich fahre weiter, bis wir ausfallen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, Jungs, das ist so gefährlich hier, ne? Das Risiko will ich nicht eingehen. Unnütz. Die Saison ist für uns vorbei, die Saison ist für uns gelaufen. Habe ich gesagt, ne, hätte ich das gewusst, dass wir ansatzweise sowas haben dieses Jahr mit dem Auto, hätte ich diese Motorsportreihe, auch wenn ihr mich jetzt steinigt, ich hätte gesagt, wir machen kein YouTube darüber, weil, und das kann ich keinem verübeln, die Außendarstellung von uns ist eine katastrophale. 2 technische Defekte, ein Unfall, schafft wenig Vertrauen bei Sponsoren, Partnern, Fahrern. Ist so. Kevin, das ist so. Also du kennst uns, aber wenn ich mich nicht kennen würde und würde mir das nur angucken, kann ich keinen verurteilen. Einfach sagen, das ist nichts, was die da machen. Werde ich mit leben müssen, ist auch echt tough, finde ich für mich. Der Heiko, der geht auch auf dem Zahnfleisch, weil der Heiko ist ein richtig guter. Aber wir können einfach auch fahrerisch gar nichts abliefern hier. Wir sind rapide, so glaube ich auch von der Anerkennung, was auch, wie gesagt, das ist kein Rumheulen oder so, aber es ist, wie es ist. Sind wir sehr gefallen in der Außendarstellung, weil mit dem Renault haben wir hier wirklich mitgespielt. Und mit dem Lambo, der eigentlich deutlich die bessere Plattform und das bessere Auto für die Nordschleife ist, hat uns richtig, richtig verprügelt. Ey. Boah. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass die Saison vorbei ist. Meine Motivation ist, so tief kannst du gar nicht gucken. Ich bin so demotiviert. Ich glaube, das ist aber auch menschlich, nach dieser ganzen katastrophalen Scheiße. Sorry, aber es ist so. Aber trotzdem, die YouTube-Nummer hat Spaß gemacht. Ne, Kevin? Ja. Ich entschuldige mich wirklich, dass wir euch zwar authentisch und tollen Motorsport, sag ich mal, zeigen konnten, aber nicht performen konnten. Und es ist auch super lieb von euch, dass ihr uns immer aufbauen wollt und. Aber wie gesagt, ich bin auch erwachsen, oder wir sind alle erwachsen. Und wir müssen halt auch hier im richtigen Leben, müssen wir einfach Leistung bringen. Und da sind wir leider sehr weit von weg, warum auch immer. Und ja, das Positive ist, wir haben einen YouTube-Kanal,
haben Motorsport gezeigt, haben gezeigt, wie es ist, haben euch leider nur viel Negatives gezeigt. Das nehmen wir einfach so mit. Ich denke, ich weiß es nicht. Wie es weitergeht, kann ich euch wirklich nicht sagen. Es gibt bald mal ein Video mit so einem Hinblick, was wir so 2020 planen, aber da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein. Ich bedanke mich. Waren coole 5, VLN 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 Rennen vor der Kamera für euch. Vielen, vielen Dank für den krassen Support nach den 6 Rennen. Ihr habt so alleine heute, ne, die Jungs, die hier waren. Und Entschuldigung, wie gesagt, wir mussten halt heute das Auto einmal wirklich vermessen, dass wir ein paar Leute gesagt haben, wartet bitte mit der Unterschrift, das ist nichts. Wir haben ja extra gesagt, kommt, aber wenn man dann halt im Stress ist und so, ich hoffe, da fühlt sich keiner am Schlips getreten, tut uns, wie gesagt, war keine Absicht. Ja, ich bedanke mich wirklich, cool, das war wirklich eine coole Nummer, unabhängig von dem Sportlichen. Kevin hatte Spaß, wir hatten daran Spaß. Die Jungs sind mittlerweile auch so, dass sie sagen, geil, obwohl ein paar interner Mechaniker meinen, Alter, das ist schon schlimm für uns, gerade in der Außendarstellung. Ich sage, ja, da hast du recht. Aber den Weg müssen wir jetzt gehen. Wir haben das gesagt. Ne? Hätten wir euch vor 2 Jahren mitgenommen, ich glaube, ihr hättet uns richtig feiern können. Ne? Also wir haben uns auch gefeiert. War geil, es war richtig geil. War richtig geil. Naja, verflixte 3. Jahr. Ich bedanke mich, ich wünsche euch einen schönen Winter. Bleibt sauber und wir hören uns so oder so. Ciao.